Licht und Schatten in der Mission. Gerade in der Missionsgeschichte holen uns ja die dunklen Schatten ein. Und das ist so die Frage, wenn wir heute Mission betreiben, wie gehen wir mit unserer Vergangenheit um? Und ich freue mich ganz besonders, dass wir sehr lange Zeit bereits mit einem Missionswissenschaftler, dem Pater Franz Helm, zusammenarbeiten, wo wir versuchen nachzufragen, wie war denn das früher, wie hat sich Mission eigentlich entwickelt? Und viele rufen heute ein wenig so nach den Wurzeln der Mission. Und es wäre so spannend, nochmal zu fragen, wie war das überhaupt möglich, dass sich Mission aus so einer ganz kleinen Gruppe der Jüngerschar, den kleinen Gemeinden entwickelt hat und bereits in den ersten 2 Jahrhunderten im ganzen Römischen Reich ausgebreitet hat? Ich denke, sowas kann nur gehen, weil eine ungeheure Dynamik im christlichen Glauben drinnen liegt. Und diese Dynamik drängt nach außen. Der christliche Glaube ist etwas, das Menschen zutiefst erfüllt und das sie drängt, diesen Glauben mit anderen zu teilen. Das Christentum ist entstanden aus dem Judentum heraus. Jesus selbst war Jude und hat als Jude gelebt in der jüdischen Kultur. Und eine ganz wichtige Sache am Anfang war, dass das Christentum die engen kulturellen Grenzen des Judentums übersprungen hat. Dafür hat es einige ganz wesentliche Weichenstellungen gebraucht. In der Apostelgeschichte im 15. Kapitel können wir das nachlesen, wie die Apostel in Jerusalem zusammengekommen sind und wie sie über ein großes Problem entschieden haben. Müssen die Heidenchristen, also Leute, die vorher nicht Juden waren, müssen die beschnitten werden und müssen die sich an die ganzen Reinheitsgebote und sonstigen Gesetze und Vorschriften des Judentums halten. Und es gab eine starke Gruppe, die gemeint hat, das muss so sein. Durchgesetzt hat sich dann, dass man diesen Leuten, die Christen geworden sind, keine Lasten auflegen wollte, außer 3 ganz wesentliche Dinge. Sie sollten sich fernhalten von Götzenopferfleisch und von Unzucht. Gemeint war die Tempelprostitution und damit verbundene Unzucht. Sie sollten kein Blut essen und nichts Ersticktes. Diese ganz wesentlichen Dinge sind natürlich im Laufe der Zeit dann nicht mehr als so wesentlich gesehen worden. Wen regt das auf wegen Götzenopferfleisch? Das ist kein Problem mehr in unserer Zeit. Haben wir auch nicht mehr. Aber der Kern ist, das Christentum hat diese engen kulturellen Grenzen, diese Vorschriften hinter sich gelassen. Es brauchte keine Beschneidung mehr. Das Zeichen der Zugehörigkeit war die Taufe. Es brauchte diese äußeren Vorschriften nicht. Wichtig war, und das ist das zweite ganz Wichtige, eine hochstehende Ethik. Es geht um die Anerkennung der Menschenwürde jedes Menschen. Ganz egal, was er für eine Kultur hat. Er ist geschaffen als Ebenbild Gottes. Und er ist mein Nächster letztlich. Auch der eigentlich ein Fremder ist, der ist mein Nächster. Und diese Art, den anderen zu sehen, wo der Herr auf einmal den Sklaven als Bruder gesehen hat, das war revolutionär in der antiken Gesellschaft. Und das hat Menschen angezogen. Wenn wir so über die Gemeinde in Korinth lesen, da waren Sklaven ganz wichtig in der Gemeinde. Sie haben einfach dazugehört. Ganz konkret, was hat man da für Methoden angewandt? Erstaunlicherweise war das erste keine Methode, sondern die Verfolgung ist hereingebrochen über die Gemeinde in Jerusalem. Und dann sind die ersten sogenannten Diakone geflohen, hellenistische Christen. Und auf ihrer Flucht haben sie von Jesus erzählt. Sie sind versprengt worden und haben als Verfolgte den Glauben mitgebracht. Dann, wie die Mission vor allem durch Paulus eine Bewegung geworden ist, da sind christliche Missionare zuerst immer zu jüdischen Gemeinden hingegangen. Die Juden waren ja schon in der Diaspora, überall im Römischen Reich, Vertriebene. Und da hat man angeknüpft. Das waren die Brüder im jüdischen Glauben und denen hat man die Botschaft vom auferstandenen Herrn gebracht. Und so sind um die Synagoge herum und dann auch oft in Abspaltung von der Synagoge, weil Konflikte entstanden sind, christliche Gemeinden entstanden. Also man hat sozusagen am Anfang nicht, was wir heute klassisch kennen, sogenannte Kirchen gehabt, sondern wo hat man sich getroffen? Man hat sich in den Synagogen getroffen und hat dort gebetet. Paulus ist zu einem Ort der Gottesverehrung gegangen in Philippi und hat dort die Lydia getroffen und einige gottesfürchtige Frauen. Und dann ist im Haus der Lydia eine Hauskirche entstanden.
Also das Christentum hat in den Häusern der Leute gelebt. Die Leute sind dort zusammengekommen, um miteinander die Schrift zu lesen, miteinander zu beten, miteinander das Brot zu brechen, Eucharistie zu feiern. Es waren Hauskirchen am Anfang. Es gab keine Kirchenbauten, denn das Christentum war ja offiziell nicht anerkannt. Es war eine immer wieder auch verfolgte Sekte. Da kommt noch was dazu, dass das Christentum nämlich herrschaftskritisch war. Der Herr, der Kyrios, war nicht der Kaiser, es war Jesus. Und dadurch haben sie auch im Römischen Reich eine Alternative gelebt. Nicht den Kaiser als Gott angebetet und verehrt oder als Gottes Sohn, sondern Gott selber bzw. Christus, den Menschgewordenen. Umso erstaunlicher ist es ja, dass es gerade dann ein Herrscher war, Kaiser Konstantin, Anfang 4. Jahrhundert, der praktisch das große Staatskirchentum eingeleitet hat. Wir sagen, 1700 Jahre lang hat es diese Allianz von Herrschaft und Kirche gegeben. Ja, es war wirklich erstaunlich und überraschend, denn gerade vorher unter Diokletian, dem Vorgänger von Konstantin, war ja noch eine schlimme Christenverfolgung. Und das Paradoxe ist, dass ja das Christentum deshalb dann anerkannt wurde von Konstantin, weil er eine Vision, einen Traum gehabt hat, so erzählt man, wo er das Kreuz gesehen hat. In diesem Zeichen wirst du siegen. Und seine Soldaten haben das Kreuz auf die Schilder gezeichnet und sind unter diesem Zeichen des Kreuzes in den Krieg gezogen, in der Auseinandersetzung um die Herrschaft im Römischen Reich. Und Konstantin hat gesiegt. Die christliche Botschaft, die eigentlich eine Botschaft der Gewaltlosigkeit und des Friedens ist, wird auf einmal durch diesen Sieg zu einem Symbol von einem stärkeren Gott, der sich durchsetzt gegen die anderen Götter. Und das zieht sich ja dann durch. Die ganze Germanenmission, die geschehen ist, war immer wieder so diese Frage im Hintergrund. Wer hat den stärkeren Gott? Wem hilft Gott jetzt in der Auseinandersetzung, die kriegerisch ist, zu gewinnen? Und da war es so, dass christliche Herrscher immer wieder Herrschaftsbereiche ausgedehnt haben, dass sie sich verstanden haben auch als erste Missionare, die durch die Ausdehnung des Gebietes dann neue Gebiete und Untertanen für sich gewinnen, aber auch Menschen für den christlichen Glauben. Schwertmission nennt man das. Eigentlich ein schrecklicher Ausdruck, Schwertmission. Wo liegen so die Stärken und Schwächen dieser Allianz, die da ganz neu auftritt? Erstens ist, glaube ich, wichtig zu bedenken, dass wir manchmal die Art und Weise, wie wir heute meinen, das Christentum zu leben, verklären. Und dass wir auch unsere dunklen Flecken haben, unsere Kurzsichtigkeit, das, was wir verdrängen. Das andere ist, dass diese Allianz von Thron und Altar natürlich dazu geführt hat, dass die staatlichen Mächte die Kirche sehr stark vereinnahmt haben für ihre Ziele. Und dass die Versuchung, die Kirche zur Legitimation herzunehmen für weltliche Machtansprüche und Machtausübung, halt dazu geführt hat, dass das wirklich auch passiert ist. Kaiser von Gottes Gnaden, das haben wir in Österreich gehört bis zum Ersten Weltkrieg. So haben sich die Habsburger verstanden. Und so haben sich vorher seit Karl dem Großen eigentlich die ganzen europäischen Herrscher verstanden. Und sie waren einerseits die Schutzherren für die Kirche, die auch viel ermöglicht haben. Wunderbare Kirchenbauten. Wir gehen in romanische Kirchen hinein und staunen nur so und spüren da tiefe Spiritualität, was sich entwickelt hat in der Gregorianik an Musik, was sich entwickelt hat in einer europäischen Kultur, die da entstanden ist, wo Verbindung war zwischen den verschiedenen Herrscherhäusern und so weiter. Ja, das war grandios, was auch die Orden geschaffen haben, als Zentren
der Kultur, die die Klöster immer wieder waren. Das war alles grandios. Und zugleich war aber auch ein Abwehrkampf gegen alles, das das bedroht hat. Das waren die Irrgläubigen, das waren Heretiker, also die den Glauben anders interpretiert haben. Das waren vielleicht eben dann die Ungläubigen. Die Kreuzzüge muss man so verstehen, dass das ja nicht Bekehrungsversuche waren, sondern Vergeltungskriege gegen welche, die die heiligen Orte gefrevelt haben. Es waren Strafkreuzzüge gegen Leute, die die heiligen Stätten geschändet haben, dort in Jerusalem. Und die Kreuzfahrer sind nicht hingegangen, um die zu bekehren, sondern sie haben Blutbäder angerichtet, weil sie diese Menschen dort bestraft haben dafür. Es war die Zeit der Konfrontation von Europa mit dem aufkommenden Islam, von Verteidigungskriegen und Angriffskriegen. Bezüglich der Inquisition ist zu sagen, dass die Inquisition eben auch zu verstehen ist auf diesem Hintergrund, eine einheitliche Kultur versucht, diese Einheitlichkeit zu bewahren und sich zu verteidigen. Jede Person, die hier umgekommen ist, aufgrund eines religiösen Fanatismus oder wo man aufgrund der Religion jemand verurteilt hat und zu Tode verurteilt hat, ist zu viel. Welche treibenden Kräfte der Mission hat es im Mittelalter bis in die Neuzeit hinein gegeben? Es waren doch ganz starke Bewegungen, die da vieles in der Kirche vorangetrieben haben. Ich glaube, wichtig ist es für uns Europäer wahrzunehmen, dass zuerst das Christentum die Ausbreitung nicht in unseren Breiten gefunden hat, im Zentrum Europas, sondern die erste Ausbreitung war in Kleinasien, Griechenland, im ganzen Mittelmeerraum. Und das heißt natürlich auch in Nordafrika bis hin nach Äthiopien. Der erste getaufte Heide war der Kämmerer der Kandake. Und so ist das äthiopische Christentum entstanden. Dann hat es Handelsbeziehungen gegeben, Handelsstraßen. Es waren römische Soldaten unterwegs, wie der Florian, der nach Lorch gekommen ist, in unsere Gegend. Es waren auf den Handelsrouten Richtung Asien waren Christen unterwegs. Also das nestorianische Christentum zum Beispiel, das dann so im 8. Jahrhundert in China angekommen ist über die Seidenstraße dahin gekommen. Das Christentum ist einfach mitgewandert durch Christen. Letztlich ist ja jeder Christ Missionar, die ihren Glauben mitgenommen haben auf ihre Reisen, die von Jesus Christus erzählt haben, die vielleicht eine Bibel im Sack gehabt haben und darin gelesen haben. Und so sind christliche Gemeinden entstanden. Für Europa ist ganz wichtig geworden, dass in Irland und Schottland das Mönchtum entstanden ist. Und von daher sind dann Mönchsmissionare nach Europa gekommen, nach Mitteleuropa bis hin zu Nordeuropa. Und diese Mission, die sie gelebt haben, war eine, wo sie in aller Einfachheit und Bescheidenheit den christlichen Glauben verkündet haben, kleine Gemeinden gegründet haben. Oft sind dann Orte, wo ein Heiliger verehrt wurde, wichtig geworden. Eine andere wesentliche Kraft waren dann die Orden. Da gibt es das Mönchtum der Benediktiner, die auf Benedikt von Nursia zurückgehen. Und sie haben Mission so betrieben, dass sie immer in neuen Gebieten Klöster gegründet haben, klösterliche Gemeinschaften. Und die haben miteinander gebetet und gearbeitet und studiert, gelesen. Und das Lesen war in einer Bibliothek. Es sind Kulturzentren geworden. Sie haben Ackerbau betrieben, Forstwirtschaft. So haben sie Techniken in diesem Bereich auch zu den Menschen gebracht. Sie haben eine Schule gegründet, es waren Bildungsstätten. Das dunkle Mittelalter ist auch hell geworden durch diese Kulturzentren, die durch das Christentum entstanden sind. Das alles hat es neben der sogenannten Schwertmission auch gegeben. Ein besonderer Kontrapunkt war ja in dieser reichen herrschaftlichen Kirche des Mittelalters ja die franziskanische Bewegung. Ja, genau. Und die Dominikaner. Diese Bettelorden waren eine ganz wichtige neue Ordensbewegung,
die im 12. und 13. Jahrhundert dann entstanden ist. Sie haben in einer Gesellschaft, wo die Kluft zwischen Arm und Reich mehr auseinandergegangen ist, die Volksmission entdeckt. Sie sind als Prediger hinausgegangen auf die Straßen. Die waren irrsinnig mobil. Sie sind nicht in einem Kloster gewesen als Kulturzentrum und die Leute sollen zu uns kommen, sondern sie sind auf die Straßen hinausgegangen und haben den Dialog mit den Menschen gesucht, haben gepredigt. Sie waren mindere Brüder. Sie haben sich selber gesehen als eine, die im Dienst der anderen sind, indem sie ihnen beistehen, vor allem dadurch, dass sie ihnen die frohe Botschaft bringen. In der Zeit der Kreuzzüge, wo die kriegerische Konfrontation war, ist Franziskus hingegangen und hat mit dem Sultan einen Religionsdialog geführt. Ramon Llull, ein Franziskaner Tertiar von Mallorca, hat eine Missionsschule gegründet in Miramar, wo die Leute Arabisch gelernt haben, wo sie den Glauben auf Arabisch dann ausgedrückt haben und verkündet haben. Jetzt haben wir gerade dann in der beginnenden Neuzeit eigentlich einen Boom an Missionen. Ganz gewaltige Aufbrüche hat es gegeben. Man kann eigentlich sagen, da ist vieles auch dann hingegangen, aber vieles gelungen. Zu Beginn der Neuzeit tritt wieder eine neue Ordensgemeinschaft auf. Es sind die Jesuiten. Und bei den Jesuiten ist es so, dass sie die Wende zum Subjekt vollziehen. So wie das überhaupt im Humanismus auch geschehen ist. Die Menschen haben sich gefragt, wer bin ich in der Beziehung zu Gott, wer bin ich in der Beziehung zu den Mitmenschen. Und die Jesuiten haben Mission als etwas, wo ich meinen persönlichen Glauben teile mit anderen, gelebt. Sie sind aufgebrochen weltweit zusammen mit einer europäischen Expansion der Spanier und Portugiesen nach Südamerika, nach Afrika, in der Umsegelung Afrikas bis hin nach Indien und letztlich Japan und China. Und da sind immer Missionare mitgegangen und vor allem waren maßgeblich in dieser Zeit die Jesuitenmissionare. Ich finde es sehr interessant, wie verschieden da Mission geschieht. Die gleichen Jesuiten, die in Peru verbündet sind mit der spanischen Krone und die dort versuchen, die Indigenen sesshaft zu machen, zu katechisieren, zu zivilisieren und so eine christliche, einheitliche Kultur dort zu schaffen. Dieselben Jesuiten sind in China, welche die außerhalb des Einflussbereichs weltlicher europäischer Macht Chinesisch lernen, sich dem Dialog mit chinesischen Gelehrten stellen, versuchen, das Christentum ausgehend vom Konfuzianismus und anderen Weisheitslehren darzustellen. Maßgeblich war hier Matteo Ricci, der eine Missionsmethode der kulturellen Anpassung vertreten hat. Es gibt einerseits mehr diese Missionsmethode, die kommt und etwas aufoktroyieren will. Heute sagt man dazu, du willst mich missionieren, gell? Und meint damit, du willst mir deine Meinung aufzwingen. Und es gibt die andere Missionsmethode, wo ich anknüpfe bei dem, was einem anderen Menschen heilig ist, wertvoll ist und wo ich von daher versuche, über das zu reden, was mir heilig und wertvoll ist. Und da können wir letztlich nur über Gott reden und unseren Glauben an ihn. Also in einem Kontext, wo ich als die ganze weltliche Macht auf meiner Seite habe, sogar Soldaten mitkommen und mich beschützen, da kann ich autoritär auftreten. Wo mir all das fehlt, da muss ich ganz sanft, demütig kommen und muss einfach schauen, wie werde ich überhaupt einmal interessant für die anderen, wie werde ich überhaupt wahrgenommen. Und da entsteht eine ganz andere Form von Mission. So gesehen meine ich ja, dass wir heute wirklich die Chance haben, eine Mission, die dialogisch ist, wieder mehr zu entdecken, weil die Kirche sehr viel an Position und weltlicher Macht verloren hat. Und weil sie wirklich wieder schauen muss, wie knüpfe ich an bei dem, was den Menschen wichtig ist. Wie kann christlicher Glaube für sie neu bedeutsam werden in ihrer Situation? Und da setze ich Ihnen nicht das vor, zuerst einmal, was für mich wichtig ist. Entscheidend ist, glaube ich, dass die Kirche im 19. Jahrhundert wirklich Weltkirche geworden ist. Und da wurde klar,
Die verschiedenen Kulturen müssen Platz haben in der Kirche. Das Stichwort Inkulturation. Das wurde schon vorher vorbereitet durch die Erfahrung der Missionare. Ein anderer ganz wichtiger Punkt war, Mission ist im Zweiten Vatikanum neu verstanden worden als Wesensvollzug der Kirche, nicht als geografische Ausdehnung. Das Wesen der Kirche ist von Gott her bestimmt, der ein Gott ist, der eine Einheit von 3 Personen ist, die verschieden sind. Einheit in Liebe. Mission ist Liebesbeziehung. Die leben. Und wenn das so ist, dann muss Mission Dialog sein. Muss den Glauben teilen miteinander aus Liebe sein. Ein anderer sehr wichtiger Punkt ist die Gewissensfreiheit und die Religionsfreiheit, die durch das Zweite Vatikanum endlich postuliert und anerkannt worden ist, dass jeder Mensch seine persönliche Freiheit hat, die ich zu achten habe. Und letztlich ist ja nur ein Glaube ein wirklicher Glaube, wenn er frei angenommen und bekannt wird.